Shalom everybody and Bruchim Habayim to another episode in our series for our last days for the end times. Shalom, Ibrahim, euch allen und willkommen zu der weiteren Folge von der Endzeitfolge. My name is Rabbi Yitzchak Shapira and I'm the founder of Yeshivat Shuvu. Ich heiße Isaac Shapira und ich bin der Gründer von Yeshivat Shuvu. We are operating in German now. Und wir sind jetzt auch auf Deutsch, kann man uns auch anhören. And in the last two episodes, I start to talk to you about the plan that God have for German speakers and for the German-speaking world for the last days. Und in den letzten 2 Folgen sprachen wir über die Rolle, die die deutsch sprechende Welt haben wird in den letzten Tagen. If you missed the first 2 episodes, you can go to our YouTube channel and catch them. Und wenn du die 2 ersten Folgen verpasst hast, kannst du auf den Youtube-Kanal und kannst du sie dort ansehen. This particular series of the last days, or in Hebrew, Acharit Hayamim, is important to each and every one of us. Und diese bestimmte Serie von den letzten Tagen ist sehr wichtig für jeden Einzelnen von uns. In the first lesson, we look at the book of Zephaniah, where God promised to return the nations back to one pure language. In der ersten Folge haben wir das Buch Zephania miteinander angeschaut, wo Gott das ganze Volk, sein Volk zurückführen wird zu einer reinen Sprache. When God speaks about a language, he does not just speak about the Hebrew tongue, it speaks about the vision that he has for the last days. Wenn Gott über eine Sprache spricht, dann ist es nicht nur die hebräische Sprache, sondern es geht um eine Vision, die Gott hat für die letzten Tage. The prophet Isaiah simply said, "Come, let us go up to the mountain of the Lord." Der Prophet Jesaja hat einfach gesagt, kommt, lasst uns gehen zum Berg Gottes. This process in Hebrew called aliyah, to go up. Dieser Prozess nennt sich auf Hebräisch Aliyah, was hinaufgehen bedeutet. It's interesting that when we read the story of Joseph and his brothers, we see this word aliyah mentioned several times. Was interessant ist, wenn wir die Geschichte von Josef und seinen Brüdern sehen, dann wird dieses Konzept mehrmals erwähnt. It's speaking about getting to a higher spiritual elevation in the last days. Und es spricht eigentlich davon, auf eine höhere geistliche Ebene zu gehen in diesen letzten Tagen. In the New Covenant scripture, there is another name for this same thing. Im Neuen Bund, in den Schriften, da ist ein anderer Name dafür, aber es ist eigentlich das Gleiche. It's called the fullness of the nations. Es nennt sich die Fülle der Heiden, die Fülle der Nationen. In Hebrew, we call it Melo Agoim. Und in Hebräisch nennen wir das Melo Hagoyim. The word Melo comes from the word it mal-ut. Das Wort Melo kommt vom Wort it mal ut. Literally mean to be full. Und es bedeutet eigentlich voll, gefüllt zu sein. And full of what? The knowledge of the kingdom of God. Und gefüllt mit was? Gefüllt oder erfüllt mit dem Wissen des Königreiches. In the second lesson, we look about the concept that called in Hebrew the Malchut, or the kingdom. Und wir werden auch das Konzept Malchut oder Königreich anschauen. The essence of the good news is a message of a kingdom. Der Kern der guten Nachricht ist eine Botschaft des Reiches, des Königreiches. If there is a kingdom, there is a king. Und wenn es ein Königreich gibt, dann gibt es auch einen König. And the message of Yeshua to his Talmidim is very simple. Und die Botschaft von Jeschua an seine Jünger ist sehr einfach. Prepare a kingdom for me so that I can be the king of Israel. Bereitet mir ein Königreich, sodass ich König über Israel sein kann. Today in the third lesson, Heute in der 3. Lektion, specifically called the storyteller.
genannt der Geschichtenerzähler. We have to ask ourselves the question, who is chosen to build this kingdom? Und wir müssen uns die Frage stellen, wer ist erwählt, sein Königreich zu bauen? I already said it in the last year that the kingdom have to be an authentic kingdom. Ich habe es schon im letzten Shiur erwähnt, dass das Königreich ein authentisches Königreich sein muss. What makes the kingdom authentic and who is an authentic builder of the kingdom of God? Was macht das Königreich authentisch und wer ist ein authentischer Erbauer von diesem Königreich? There is a big philosophical change that we have to make as a believers in our mindset. Und wir als Gläubige müssen einen großen Schritt, einen großen Wechsel vornehmen in unseren Gedanken. We usually think about the coming of the Messiah as Messiah come to fix everything. Meistens denken wir, dass Messias kommen wird und alles wieder in Ordnung machen wird. But that is a mistake. Aber das ist ein Fehler. Messiah is coming to the world when the world is being rectified already. Der Messias kommt auf die Erde, wenn die Erde bereits wiederhergestellt ist. He just simply come to complete the rectification process. Er kommt einfach nur, um diese Wiederherstellung zu komplettieren, zu erfüllen. In the book of Hebrews, it says, Paul says, Im Buch der Hebräer, da sagt Paulus, he says, you are to be friends to the Messiah. You are to be like a friend to the Mashiach. ihr sollt Freunde des Messias sein, wie Freunde für ihn. This word in Hebrew, friend, is an important word. Und das Wort Freunde in Hebräisch ist ein sehr wichtiges Wort. The Hebrew word for friend is the word chaver. Das hebräische Wort für Freund ist das Wort Chaver. The word chaver is rooted in the word chibur. Und das Wort Chaver hat seine Wurzeln im Wort Chibur. Chibur literally means to be wed, to be joined, to be part of somebody else. Chibur bedeutet eigentlich zusammenzukommen, Teil von jemand anderem zu sein. So Einen. when the scripture says that we are chaverim to the Messiah, So wenn die Schriften sagen, dass wir Chaverim sind für den Messias, what it actually means that we are partners in the redemption process with the Messiah. was es bedeutet, ist eigentlich, dass wir Partner sind in diesem Prozess der Wiederherstellung, der Erlösung, zusammen mit dem Messias. The more we build the kingdom of God, the more Messiah come and help us, hand in hand, side by side. Je mehr wir das Reich Gottes bauen, desto mehr kommt der Messias und hilft uns dabei. Wir gehen Seite an Seite miteinander. We need to understand what is it that we need to do in terms of building to establish his kingdom so he can come and help us. Und wir müssen verstehen, wie wir sein Königreich bauen, auf welche Art und Weise, sodass er kommen kann und uns dabei helfen kann. The authenticity of establishing the kingdom of God determine when he will rule as king in the city. Die Echtheit des Königreiches Gottes wird bestimmen, wann und wie das in Erfüllung gehen wird. Now this kingdom has a name, Nun, dieses Königreich hat einen Namen. and we're going to see the name that is mentioned in the scripture. It's actually a physical name. Und wir werden den Namen sehen, der in der Schrift auch erwähnt ist. Es ist eigentlich ein physischer, ein wirklicher Name. When you come to a city and you entering into a city, there is a sign to the city. Wenn ihr in eine Stadt kommt, wenn du in die Stadt hineinfährst, da gibt es eine Tafel, eine Ortstafel. Now, Yeshua said a few interesting things about this city, about this kingdom. Jeschua hat ein paar interessante Sachen über diese Stadt, über sein Königreich gesagt. In his famous sermon called the Sermon of the Mount, In seiner berühmten Ansprache, in seiner berühmten Predigt, in der Bergpredigt. he says that the city
that is set upon the mountain will not be hidden. Da sagt er, dass eine Stadt, die auf dem Berge liegt, nichts verborgen sein kann. There's only one city upon the mountain. Und es gibt nur eine Stadt, die auf dem Berg liegt. It is called Jerusalem. Und sie ist genannt Jerusalem. The city, this kingdom have a name. Its name is Israel. Die Stadt oder dieses Königreich hat einen Namen und der Name ist Israel. It's not called Berlin or Stuttgart or Zurich. It's called Jerusalem. Es wird nicht Berlin oder Stuttgart oder Zürich genannt, es wird Jerusalem genannt. The question in the back of the mind of everybody should be, what do I need to do to build this kingdom? Und die Frage, die wir uns alle stellen sollen, ist, was muss ich tun, was kann ich tun, um dieses Reich zu bauen? And the question even further, what I want to talk in the lesson today about is, what make a person chosen to be a builder in the city? Und weiter, wie kann eine Person erwählt sein, um mitbauen zu können an dieser Stadt? The mayor of the city is the Messiah himself. Der Bürgermeister der Stadt ist der Messias selbst. But in order to prepare the city, to inaugurate him as the mayor of the city, Aber um die Stadt vorzubereiten, um ihn einzusetzen als Bürgermeister, we need the right tools in our hands. da brauchen wir das richtige Werkzeug in unseren Händen. Consider Yeshua's last words in his final lamentation before he went to the cross. Wenn wir an Jeschua denken, seine letzten Worte, bevor er ans Kreuz ging, He concludes his lamentation by the word, "You will not see me until you say, Baruch haba b'shem Adonai." er schloss dieses Klagelied ab, indem er sagte, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis ihr sagt, Baruch Hashem Adonai. Yeah, Baruch haba. Baruch haba. Baruch haba b'shem Adonai. Exactly. Baruch haba means welcome in the name of the Lord. Baruch haba bedeutet willkommen im Namen Gottes, im Namen des Herrn. But he said they have to say it. Who is he referring to? Aber er sagt, sie müssen das sagen. An wen wendet er das sie? He referring to the natural inhabitant of Zion, the Jewish people. Er spricht über das jüdische Volk, die Bevölkerung von Jerusalem, von Zion. But we have a problem, because if they have to say Baruch haba b'shem Adonai, Aber nun haben wir ein Problem, weil wenn sie sagen müssen, Baruch haba b'shem Adonai, when the name of Yeshua is completely disappeared from the house of Israel, und wir haben den Namen von Jeschua, der komplett abwesend ist vom Haus Israel, yet this is a condition for his return to the city, aber andererseits ist das eine Bedingung, dass er wieder kommen kann in seine Stadt. somebody need to make his name known in the city. Und jemand muss seinen Namen bekannt machen in der Stadt. Somebody need to tailor the city for his return. Jemand muss die Stadt zuschneiden, zurichten, sodass er wieder kommen kann. Instead of having Christmas trees, he maybe want Hanukkah lights. The city have to resemble the character of the mayor. Anstelle von Weihnachtsbäumen sollen da die Hanukkias stehen. Die Stadt muss das wiedergeben, was sie glaubt. This process of preparing the city, Paul says, is a mystery. Und dieser Prozess, um diese Stadt vorzubereiten, sagt Paulus, es ist etwas Geheimnisvolles. Why is he saying that this is a mystery? Because Warum nennt er es etwas Geheimnisvolles? Because it's not going to be the natural inhabitants of the city who are going to be preparing the city. Weil es nicht das Volk ist, die Einwohner der Stadt, die Stadt vorbereiten. It's going to be the higher help who is coming in to prepare the city.
Es sind die Leute, die man angeheuert hat, die in die Stadt kommen und die werden die Stadt vorbereiten. It is going to be some German guy from Berlin and some lady from Zurich who is going to be the hired labor who are coming to Zion. Und es wird ein Deutscher sein von Berlin oder eine Frau aus Zürich, die da reinkommen, die angeheuert werden, um diese Stadt vorzubereiten. You see, God have a sense of humor. Hier sehen wir, dass Gott auch dass er Humor hat. He can even use the dust and the rocks to fulfill his purposes. Er kann den Staub und die Felsen gebrauchen. Und die Frage, die sich jeder, der nicht jüdisch ist, im Hinterkopf stellen muss: Am I going to be the hired help? Bin ich einer, der da angeheuert wird, der angemietet wird, to prepare Jerusalem for the final wedding between Israel and um the Jerusalem vorzubereiten für die endgültige Hochzeit zwischen Israel and the Lamb? There is no greater question that a non-Jew should ask. Es gibt keine größere und wichtigere Frage, die ein Nichtjude sich stellen soll. Number one, I want to say, God wants to use every non-Jew in this awesome capacity of preparing Zion to meet Messiah. Erstens möchte ich sagen, dass Gott jeden Nichtjuden gebrauchen möchte in dieser Kapazität, um diese Stadt vorzubereiten für den Messias. And it has nothing to do with a person's ethnicity. Und es hat überhaupt nichts zu tun mit ethnischem Hintergrund einer Person. It has to do with the person's ability to prepare the city. Es hat damit zu tun, wie eine Person fähig ist, diese Stadt vorzubereiten. Mit der No, in order to prepare the city, according to Yeshua, if we continue with Yeshua understanding, Um diese Stadt vorzubereiten, wenn wir jetzt an Jeschua denken und wie er das versteht. Yeshua says that the person have to possess the tools. Jeschua sagt, dass eine Person die Werkzeuge dazu besitzen muss. And Yeshua told us exactly what the tools are. Und Jeschua hat uns genau gesagt, was das Werkzeug ist. He used the Hebrew word to define the tools. Er brauchte ein hebräisches Wort, um dieses Werkzeug zu definieren. Melach. Und das Wort ist Melach. What is melach? Melach is salt. Melach ist Salz. And he says if a person loses his saltiness, he's no good for anything. Und er sagt, wenn eine Person das Salz oder die Würze verliert, dann dient er niemandem. Please understand that Yeshua knew very well why he uses the term salt. Bitte versteht, dass Jeschua ganz genau wusste, warum er diesen Begriff Salz gebrauchte. Number two, write yourself in your notes, salt equal covenants. Und zweitens, schreibt es euch auf, Salz ist gleich Bund. So Yeshua in essence said, if a person coming to the city, to work in the city, to build the city, and he is a covenant, without covenants, he's no good for anything. So, was Jeschua eigentlich sagt, wenn eine Person kommt und mithelfen will, in dieser Stadt aufbauen, ist aber nicht in einem Bund, dann kann er nicht helfen. The Torah is called the covenant of salt. Und die Tora nennt sich den Salzbund. When David received the covenant, it's called a covenant of salt. Und als David den Bund bekam, nennt sich das auch einen Salzbund. And even the new covenant called a covenant of salt. Und auch der neue Bund wird der Salzbund genannt. So if a person is in the city and he doesn't have the tools to establish the city for Messiah, Yeshua says, you're out of here. So, wenn nun eine Person in der Stadt ist, sie besitzt aber das Werkzeug nicht, um die Stadt vorzubereiten, dann sagt Jeschua, bitte geh. If you give this type of sermons today, people say you are a hater and it's a hate speech.
wenn man diese Art Predigt heute weitergibt, diese Art Botschaft, dann wird man als Hassprediger angeprangert. The nation's greatest responsibility in the last days is to learn about the covenants of the city. Die größte Verantwortung, die Heiden heute haben, die Nationen, ist eben zu lernen, was dieser Bund bedeutet, diese Stadt. Because if we have the right tools, we can mold this city to look like the city of Mashiach. Weil wenn wir die richtigen Werkzeuge haben, dann können wir diese Stadt so formen, dass sie dann ebenso auch aussieht wie die Stadt des Messias. And how do we know that the city that was built is the wrong city with the wrong tools? How do we know that? Und wie wissen wir, dass die Stadt, die gebaut wurde, die falsche Stadt ist, die mit dem falschen Werkzeug gebaut wurde? Wie können wir das wissen? The answer is very simple. Yeshua says, I'm returning quickly. Die Antwort ist sehr einfach. Yeshua hat gesagt, ich komme bald. 2000 years have gone by, he's yet to return. Und 2000 Jahre sind vergangen und er ist noch nicht gekommen. That's proof that it's the wrong city that has been established. Und das ist eigentlich der Grund oder der Beweis, dass es eben die falsche Stadt ist, die gebaut wurde. The final redemption, the final Geulah is a process where the nations join themselves to the house of Israel. Die endgültige Erlösung, die endgültige Geulah ist ein Prozess, in dem die Nationen zusammenkommen mit dem Haus Israel. And we have to make a distinction between Christian Zionism to the authentic Messianic faith. Those are not the same. Wir müssen einen Unterschied machen zwischen dem christlichen Zionismus und dem authentischen messianischen Glauben. Diese zwei sind nicht dieselben. There are millions of Christians all over the world that they're Zionists, they love Israel. Es gibt Millionen und Abermillionen von Christen, die Zionisten sind, die Israel lieben. But they don't understand that they are delaying the redemption. Aber sie verstehen nicht, dass sie die Erlösung verhindern. What do I mean by that? What that's supposed to mean, they're delaying the redemption? Was bedeutet das, die Erlösung verzögern? Think about this week to the Torah portion. Wenn wir an diese Woche denken, an die Tora-Portion, It was the job of the brothers of Joseph es war die Arbeit, der Teil der Brüder von Josef, to reconcile him back to Jacob. Ihn wiederherzustellen zu Jakob. Jacob name is Israel. Der Name Jakobs ist Israel. It is not the job of Jacob to reconcile to Joseph. Es ist nicht an Jakob, sich zu versöhnen mit Josef. If I would use an analogy of clothing, wenn ich einen Vergleich mit der Kleidung jetzt mache, you know, if you get a tuxedo, they have to measure you and fit you with the right clothes. Wenn du eine Schale, einen Anzug dir kaufst, dann müssen sie den abmessen und anpassen. It is not the job of Israel to dress the Messiah. Es ist nicht an Israel, den Messias zu kleiden, einzukleiden. It is the job of the nations to dress the Messiah today. Das ist der Teil, den die Nationen heute haben, Messias zu kleiden. And this is important. It is the job of the nation to learn how to use the tools to prepare Jerusalem for the coming of Mashiach. Es ist die Arbeit der Nationen, zu wissen, wie sie diese Werkzeuge gebrauchen können, vorbereiten können, sein Kommen zu beschleunigen. So before the Geulah can come, we have to have one more Exodus. So vor die Geulah kommen kann, haben wir einen weiteren Exodus, Auszug. It's the
journey of the exodus of the Goyim to the house of Israel, to cleave to the house of Israel. Und dieser Exodus ist für die Goyim, dass sie hingehen und sich Israel anhängen. People ask, what's your message? What is the message? The message is clear. God is not done with the nations. Die Menschen fragen mich, was ist deine Botschaft? Und ich sage, die Botschaft ist klar. Gott ist noch nicht fertig mit den Nationen. But you have to leave. You have to leave. Just as Abraham left, you have to leave. Aber wir müssen verlassen in dem wir drin sind, so wie Abraham auch das verlassen hat, in dem er drin war. The greatest lie in Christianity today is this. Die größte Lüge im Christentum heute ist folgende. I accepted Jesus. Ich habe Jesus akzeptiert, angenommen. I am good. Und ich bin klar. I Alles am ist saved. Ich bin errettet. All what I have to do is await his coming. Und alles, was ich jetzt tun muss, ist auf ihn warten, auf sein Kommen zu warten. That is a mistake. Und das ist ein Fehler. Yeshua is the ticket when you go up road number 1 to Jerusalem. Yeshua ist das Billett, wenn du die Straße Nummer 1 nach Jerusalem fährst. But you have to do the journey. Yeshua is not going to do the journey for you. Aber wir müssen diese Reise unter unsere Füße nehmen. Yeshua macht das nicht für uns. And Yeshua not going to prepare his own kingdom for him because it's beneath him. He is a king. Und Yeshua wird auch das Königreich nicht für sich selbst vorbereiten. Das ist unter seiner Würde. Er ist schließlich der König. Allow me to draw a parallel for a second between the Exodus. Ich möchte einen Moment eine Parallele ziehen zwischen dem Exodus, dem Auszug, that Ammi Israel, the Jewish people, have to take out when they left Egypt. das Ammi Israel, das jüdische Volk, gemacht hat, als sie Ägypten verlassen haben. Because you see the entire Besorah, the entire gospel there. Man sieht da die ganze Besorah, das ganze Evangelium. Look what it says in the book of Micha. Schaut euch an, was es im Buch Micha sagt, was da steht. It says in Hebrew, "Keyemei tzedcha me'eret Mitzrayim ar'enu niflaot." Auf Deutsch steht, ich will sie Wunder sehen lassen, wie zu der Zeit, als du aus dem Land Ägypten zogst. What does that mean? Und was bedeutet das? It means that the process of preparing for the Mashiach, building the house, will resemble the story of Exodus. Es bedeutet, dass die Geschichte, eben das Vorzubereiten für das kommende Messias, das Haus vorzubereiten, hat Ähnlichkeit mit dem Auszug aus Ägypten. If you want to understand the last days and our job in the last days, all what we need to do is to learn the story of Exodus. Wenn wir die letzten Tage verstehen wollen und unsere Arbeit, unseren Job in den letzten Tagen, dann müssen wir uns den Exodus anschauen. Well, that's very interesting. If the story of Yetziat Mitzrayim, of Exodus, is the story that gives us the roadmap, Nun, das ist sehr interessant, wenn die Geschichte der Auszug aus Ägypten uns den Plan gibt, then what did Israel actually do? dann was hat Israel überhaupt gemacht? To deserve the Geulah, what did Israel do? Was hat Israel gemacht, um die Geulah zu verdienen, um die Erlösung zu verdienen? Gurnish mit Klumnik, Ephes, nothing. Gunisch mit Klumnik. Nicht Klum, nothing. Klum, nichts. Why is it? Because God has done it all. Und warum so? Weil Gott alles gemacht hat. Well, if this is the case, then what I'm telling you that we have to work and prepare if the prototype is Exodus. Und wenn das so ist, warum sage ich euch dann, dass wir uns vorbereiten müssen, dass wir arbeiten müssen, wenn der Prototyp ja der Exodus ist? I want everybody to understand. Nun, ich möchte, dass ihr alle versteht.
There is a tractate in the Talmud Da ist ein Traktat im Talmud, that called Rosh Hashanah, das ist, wird Rosh Hashanah genannt. Feast of Trumpet, the Feast of Trumpets, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, das Fest des Blasens, Schofarfest. And there is a big argument, a lengthy argument about when Mashiach will come. Und da gibt es eine längere Argumentation darüber, wann wann der Messias kommen wird. And the argument, whether or not he will show up on 14th of Nisan, Passover. Und das Argument, einerseits wird er sich zeigen am 14. Nisan für Pessach. Or whether or not he will come in the 1st of Tishrei. Oder ob er am 1. Tishrei kommt. The beginning of creation, the beginning of the world. Der Anfang der Schöpfung, der Anfang der Erde, der Welt. And it's very confusing because some say it's coming Nisan and some say it's coming Tishrei. Und es kann sehr schwierig sein zu verstehen, weil die einen sagen, er kommt am Nisan, die anderen sagen, nein, er kommt am Tishrei. This is a normative Judaism, Orthodox Judaism having this discussion. Und dies ist das normative Judentum, der orthodoxe Judentum, die diese Diskussionen haben. So what? The rabbis speak from both sides of their mouth? So sprechen die Rabbiner jetzt von beiden Seiten ihres Mundes? Of course not. Natürlich nicht. The 14th of Nisan Exodus is or Geulah, it's a Geulah that depended grace and grace alone. Bei der 14. Nisan, der Exodus, da war es reine Gnade. It's look like that from heaven down to earth. Und es sieht so aus, wenn wir vom Himmel auf die Erde runtergehen. The Geulah of the second Geulah Und die Geulah, die zweite Geulah, of 1st of Tishrei is a Geulah that starts from the earth am 1. going up to the heavens. ist eine Geulah, die auf der Erde beginnt und die geht nach dem Himmel hoch. It's a Geulah that depends upon our own actions. Und darum ist es eine Geulah, wo es auf unsere Taten ankommt. It's a Geulah that depends upon our ability to prepare for the Mashiach. Es ist eine Geulah, wo es darauf ankommt, auf unsere Fähigkeiten, für den Mashiach alles vorzubereiten. Remember, in the final Geulah, there's going to be a wedding. Erinnert euch, in der letzten Geulah, da wird es eine Hochzeit geben. Between a groom that is called Mashiach Zwischen einem Bräutigam, der Messias genannt wird, and between a bride that is called Israel. und einer Braut, die Israel genannt wird. In Jewish ceremony of a wedding, In der jüdischen Zeremonie einer Hochzeit, the groom come alone to the chuppah. da kommt der Bräutigam allein unter die Chuppe. He leaves the chuppah, he leaves the seat of glory, Und dann verlässt er die Chuppe, den Sitz der Herrlichkeit. and come halfway. Und dann kommt er die Hälfte entgegen. And he turn around, and what does he do? He is looking for the kala. He is looking for the bride. Und er dreht sich um und was macht er? Er schaut aus nach der Braut. He is not moving until the bride is ready. Und er bewegt sich nicht, bis die Braut bereit ist. And only when the bride says she is ready, the wedding moves forward. Und erst wenn die Braut sagt und nur wenn die Braut sagt, ich bin bereit, dann geht es weiter mit der Hochzeit. So really, that is a picture of the Tishrei one Geulah. The bride have to be ready. Und das ist ein Bild von Tishrei, vom ersten Tishrei, der Geulah. Die Braut muss bereit sein. Now we solve a big mystery. Und hier haben wir auch etwas sehr, sehr Geheimnisvolles. Listen, Hans, do you really believe Yeshua need a city? Does you really believe he need us to dress him? Hör mal, Hans, glaubst du wirklich, dass Jeschua eine Stadt braucht, dass wir ihm helfen müssen, sich zu What, kleiden? Messiah cannot dress himself as the King of Kings and Lord of Lords? He is sovereign. Why the heck does he need us?
Warum kann Jeschua sich nicht selber ankleiden? Er ist ja schließlich der Herr der Herren. The Warum point, müssen wir ihm dabei helfen? the point is missed altogether. The reason we build the city Und das ist natürlich komplett neben dem Punkt eigentlich. Der Grund, warum wir die Stadt bauen, is not for Mashiach, ist nicht für den Messias. it's for us, Es ist für uns, so that we will be ready to receive Mashiach. so dass wir bereit sein können, ihn zu empfangen. Think about it for a second. Israel in the book of Exodus chapter 25 are commanded to build God Mishkan. Denk mal kurz darüber nach. Im 2. Mose 25, da sagt Gott, baut den Mischkan. It's written in the word Shechina. Und es ist verwurzelt im Wort Schchina. Who was the Mishkan for? God says, so that I will dwell inside of you. Und für wen war die Mischkan? Gott sagt, dass ich unter euch wohnen kann. Think about it for a second. For every one of the 13 articles that they built, Denk mal kurz darüber nach. Für jeden der 13 Artikel, der 13 Gegenstände, dass die the gebaut haben, rabbis of Israel tell us da sagen uns die Rabbiner, die israelischen Rabbiner, that another layer, a klippah in their heart, another level of sin in the golden calf was removed from them. dass eine weitere Schale von der Sünde des goldenen Kalbes wurde da von ihnen weggenommen. They built a Mishkan so God didn't dwell there, but really God wanted their heart to be ready. Sie bauten einen Mischkan, sodass Gott dort wohnen konnte, aber Gott wollte wirklich, dass ihre Herzen bereit werden. Today's lesson, we're not going to get to the main lesson because we're running out of time. Heute kommen wir nicht zur wirklichen Lektion, weil die Zeit knapp wird. But the point of the matter is simple. Aber eigentlich der wichtigste Punkt In ist the book of Thessalonians, im Thessalonicher Brief, it says that Mashiach will come with what? da steht, dass Maschiach kommen wird mit was? He come with a sound of shofar. Er kommt mit einem Schofar blasen. Just exactly as it says in the Talmud in Masechet Rosh Hashanah, in Tractate Rosh Hashanah. Genau wie es steht im Traktat Rosh Hashanah, in der Talmud. It's a Geulah that's going to be brewing on earth that send a message to the heavens. Es ist eine Geulah, die auf der Erde brauen wird und dann eine Botschaft gen Himmel schicken wird. One can think that he is building and awakening heavens. Wir können so denken, dass wenn wir bauen, dann wecken wir den Himmel auf. But if one does not understand the big picture, Aber wenn jemand das komplette, das große Bild nicht versteht, I want to warn you. dann möchte ich euch warnen. If one does not understand the big picture, why he is doing those things, he will fall to the trap of legalism. Wenn wir das komplette, das größere Bild nicht sehen, dann fallen wir in diese Falle, dann treten wir in diese Falle des Legalismus. Just why the reason that Moses chose in the last words, is in dying words to say. Und der Grund, warum Mose in seinen letzten Worten an das Volk sagte, The Torah is not over the heavens. die Tora ist nicht in den Himmeln, The Torah is not in the stars. die Tora ist nicht in den Sternen The Torah is not over the seas. und die Tora ist nicht über See, über dem Meer. The Torah is right here next to you. Die Tora ist genau hier bei dir. People ask the question, is that not legalism? We are preparing, we are working for the Mashiach. Die Leute fragen mich, ist das nicht Legalismus? Wir bereiten uns vor, wir arbeiten für den Messias. It can be. It depends if we want to understand why he is doing the thing that he's doing. Es könnte sein, es kommt darauf an, auf unser Verständnis, dass wir verstehen, warum er tut, was er tut. As a Messianic Jew and a non-Messianic Jew,
I do the same exact practice. I practice the same way. I pray the same way. I do the same things. Ich mache genau dasselbe. Ich bete auf die gleiche Art, ob ich nun Jude oder nicht Jude bin. Wenn ich das Judentum praktiziere, dann mache ich das auf die gleiche Art. There is one difference. Aber es gibt einen Unterschied. Now I know why I'm doing this. Jetzt weiß ich, warum ich das tue. I am doing it because I prepare the kingdom for the King of Kings and the Lord of Lords, Yeshua the Messiah. Ich tue es, weil ich dadurch das Königreich vorbereite für den Herrn der Herren, für Yeshua, den Messias. And I want to close in conclusion of this short shiur and ask the audience a question. Und zum Abschluss von diesem Shiur möchte ich euch eine Frage stellen. If you knew that Yeshua is coming and visiting you today, Wenn du wüsstest, dass Yeshua heute kommen würde und dich besuchen würde, how much more would you hasten the process from below to above to prepare the vessel? wie viel mehr würdest du dich vorbereiten in diesem Prozess von der Erde nach dem Himmel? You are the vessel. Ihr seid das Gefäß, du bist das Gefäß. Revelation 3 says that he is knocking at the door. In der Offenbarung 3 steht, dass er an die Tür klopft. The time is running out on the nations. Und die Zeit wird langsam knapp für die Nationen. And God is collecting from the scatterers today and says, who is ready to come on in and prepare my kingdom? Und Gott ruft aus in die Nationen, wer ist bereit, reinzukommen und mit mir das Reich aufzubauen, vorzubereiten? You see, he's give us a chance to build his kingdom for one reason. Seht ihr, er hat uns die Chance gegeben, die Möglichkeit gegeben, sein Königreich zu bauen, aus einem einzigen Grund, He loves us. weil er uns liebt. He wants to collaborate with us. Er will mit uns zusammenarbeiten. He doesn't want any of us to perish. Er will nicht, dass irgendeiner von uns verloren geht. So he says, yeah, I'm going to tell you that you're coming to build a kingdom for me, but it's really for your own benefit. Und dann darum sagt er, ja, ich sage dir, du bau ein Königreich für mich, aber es ist eigentlich zu deinem Guten. So if one study Torah, if one study covenants, So, wenn jemand die Tora studiert, wenn jemand die Bünde studiert, die Bündnisse, his heart remained hard. und sein Herz bleibt dabei hart, It's like a person who is holding a tool in his hand dann ist er wie eine Person, die ein Werkzeug in seiner Hand hält and he built a sculpture, like an ice sculpture. und der zum Beispiel eine Eisskulptur da baut. And instead of building the sculpture, he's chopping the ice. Und anstatt diese Kultur zu bauen, da schlägt er einfach auf das Eis rein. We have to be careful to understand those things. Darum, wir müssen aufpassen, diese Sachen wirklich zu verstehen. At the end of the Torah service, every Shabbat, Am Ende des Tora-Service, des Tora-Dienstes, jeden Schabbat, we read from the book of Proverbs, chapter 3. da lesen wir aus den Sprüchen, aus dem 3. Kapitel, The word Etz Chaim. The Torah is like a Etz Chaim. die Worte Etz Chaim. Die Tora ist wie ein Etz Chaim. Listen to what the rabbis of Israel said about the Etz Chaim. The Torah. Hört euch an, was die Rabbiner von Israel sagen über den Etz Chaim, über die Tora. Yeshua called it salt. Jeshua hat es Salz genannt. Listen to this. Und hört euch das an. When I make a steak on the grill, I love salt. Wenn ich ein Steak mache für mich auf dem Grill, dann liebe ich Salz. But you know what too much salt will do for you? Aber wisst ihr, was zu viel Salz eben bedeuten kann für euch? It will kill you. Es wird euch töten. Here is what the rabbi says. Und hier ist, was die Rabbiner sagen. One who practice Torah Jemand, der Tora praktiziert, for its own sake seiner selbst willen, will receive abundance, selbst willen, will receive abundance of life.
wird ein Überfluss im Leben erhalten. But one who doesn't follow Torah for its own sake Aber jemand, der die Tora nicht befolgt, einfach für die Tora, aus dem Grund der Tora, will cause his own neck and head to be chopped. dem wird sein Kopf abgehackt werden. You follow what the musar, what the ethics here. Könnt ihr dem ethischen Gedanken folgen hier? It's not just to come up and say, I am part of Israel. Es ist nicht einfach zu kommen und sagen, ich bin Teil von Israel. I am Torah observant. Ich halte die Tora. And you fill in those check marks like a survey, like a check. Und dann macht man eben die Häkchen, wenn man etwas erfüllt hat, eins nach dem anderen. I am grafted into Israel. Ich bin eingepfropft in Israel. I choose to partake of the covenants of Israel. Und ich entscheide mich, Teil von diesen Bündnissen zu sein, von Israel. But do I know why I'm doing it? Aber weiß ich, warum ich das tue? So that the King of Kings and Lord of Lords will dwell in their house, not my house, in their house. So dass der König der Könige und der Herr den Herren in ihrem Haus wohnen wird. Nicht in meinem Haus, in ihrem Haus. Oh my God, it's not about me. Oh mein Gott, es ist ja nicht wegen mir, es geht ja nicht um mich. I learn all the time, it's only about me because that's what we learn in the churches. It's about my relationship with the Lord. Ich habe immer gelernt, dass es eigentlich um mich geht. Es ist meine Beziehung mit dem Herrn. It is not about each and every one of us individuals. Es ist nicht über uns als einzelne Personen. It is about the bride and Es, the groom united and walking together to the chuppah. der Punkt ist der Braut und der Bräutigam zusammen vereint unter der Chuppah. If you are wanting to take this journey, you Wenn have du, good news. wenn du diese Reise antreten möchtest, There are two players you need to be close to. da sind zwei Spieler, denen du nahe sein musst. One does not replace the other because they are one in the same. Und einer ersetzt den anderen nicht, weil sie sind zusammen, beide sind gleich. First, understand that the city belongs to Yeshua. Yeshua is in the center. Als erstes müssen wir verstehen, dass die Stadt Jeschua gehört. Jeschua ist das Zentrum, Not Judaism. Yeshua is in the center. nicht das Judentum, sondern Jeschua ist im Zentrum. But also you understand that in order to build a city, you need to learn. You need to learn about the tools. Aber wir müssen auch verstehen, um diese Stadt bauen zu können, müssen wir lernen. Wir müssen die Werkzeuge lernen zu gebrauchen. And that is the job of Israel. Und das ist eben der Part, der Teil von Israel. Paul affirmed it in Romans chapter 3. Und Paulus bestätigt das im Römer 3. He says, what advantage is there to be Jewish? Er sagt dort, was für einen Vorteil hat es, jüdisch zu sein. He says, much in every way because they've been entrusted the oracles of God. Und er sagt viel in jeder Art und Weise, weil die Worte Gottes, die Tora ist ihnen gegeben. That's why it's important for the nations to come closer to the Jewish believers. Und darum ist es auch wichtig für die Nationen, dass sie sich den jüdischen Gläubigen annähern, dass sie nahe kommen. Allow me to warn everybody. Ich möchte euch alle warnen, You cannot have Yeshua without Jewish people and the Jewish people without Yeshua. It's impossible. du kannst nicht Jeschua ohne das jüdische Volk haben oder das jüdische Volk ohne Jeschua. Es ist schlicht unmöglich. Yeshua is called the Son of God. Jeschua wird der Sohn Gottes genannt. We're just going to read it in 2 weeks in the Torah portion. That Israel is called the Son of God as well. Und in 2 Wochen werden wir das in der Tora-Portion lesen, im Tora-Abschnitt, dass Jeschua eben auch der Sohn Gottes genannt wird und Israel auch der Sohn Gottes genannt wird. We need Messianic Judaism in the world. Wir brauchen das messianische Judentum in der Welt. But not Messianic Judaism that look like Christianity.
aber nicht messianisches Judentum, das aussieht wie das Christentum. Why would I want to dress him in the same clothes he's been dressed the last 2000 years? Warum möchte ich ihn wieder bekleiden mit den Kleidern, mit denen er schon 2000 Jahre bekleidet ist? We need to take off the old and put on the new upon him. Wir müssen das Alte von ihm nehmen und das Neue auf ihn legen. Now, notice that in the story of Joseph, it is Joseph who is chosen when to reveal himself. Beachtet, dass in der Geschichte von Josef es Josef war, der sich den Brüdern offenbart hat. But it was the action of his brothers, the Gentiles, who caused him to reveal himself. Aber es waren die Taten seiner Brüder, die Taten der Heiden, die ihn dazu gebracht haben, sich zu offenbaren. This is not like the story of Exodus, that God just brought everything down. It is the brothers, the action of Tishrei 1, just as the New Covenant saying, that will bring the Geulah. Und es ist nicht das gleiche wie beim ersten Exodus, wo Gott alles von oben geschenkt hat, sondern es ist wie die Brüder von Josef, die kamen die Nationen und es ist diese Zusammenarbeit, die die zweite Geulah bringen wird. That's why I'm teaching you today. Und darum lehre ich auch heute. Because we need you. Israel needs you to arise. Weil wir brauchen euch. Israel braucht euch. And here what is happening, the nations are coming into the house of Israel because they have the ticket called Yeshua. But they said, no, forget the Jews. We can use the tools ourselves. Und viele in den Nationen sagen, ah ja, wir machen das und das, aber vergiss Yeshua, wir können das selber machen. You know what it is? Wisst ihr, was das ist? That is called anti-Semitism. Das wird Antisemitismus genannt. Anti-Semitism is not just hating the Jewish people. Anti-Semitism is diminishing the role of the Jewish people. Antisemitismus ist nicht nur das jüdische Volk zu hassen, sondern Antisemitismus ist auch die Rolle, die die Juden haben, ins Lächerliche zu ziehen oder nicht voll zu nehmen. Sadly, we also have something that's called anti-Gentilism. Anti the Gentiles, we say we don't need them. Und wir haben auch etwas, das sich vielleicht nennt Anti-Heidenismus. Wir brauchen die Heiden nicht. We need them very, very much. Aber wir brauchen die Heiden sehr, sehr. We need them to leave and go through a journey of Abraham. That's why the faith starts with Abraham, who took a journey. Und wir brauchen die Heiden, dass sie eben auch ihren Glauben verlassen. Und wie Abraham das getan hat, sollen wir das auch heute tun. So we invite you to be part of this great story. Und darum möchten wir euch einladen, Teil von dieser großen Geschichte zu sein. Become a great storyteller. Und werde ein großartiger, ein berühmter Geschichtenerzähler. Become this great builder. Und werde auch ein großartiger Bauer. As we truly preparing for the coming of Mashiach. Während wir wirklich und wahrhaftig uns vorbereiten für das Kommen des Messias. Tishrei 1, a day like a Tishrei 1 is coming upon us very soon. If we do what we're supposed to do. Ein Tag wie am Tischre, am ersten Tischre, kommt sehr bald zu uns, wenn wir tun, was wir eben tun sollen. Let me conclude this wonderful shiur with a story. Ich möchte diesen schönen Shiur mit einer Geschichte abschließen. There's a wonderful story in the Talmud in Sanhedrin 98. Es ist eine Geschichte aus dem Talmud, in Sanhedrin 98. About a rabbi named Yehoshua ben Levi. Über einen Rabbiner genannt Yehoshua ben Levi. And he see Elijah the prophet, according to the story. Und gemäß der Geschichte sieht er Elia, den Propheten. And he says to Elijah, Elijah, where is Messiah? Where is he coming? Und er sagt, Elia, wo ist der Messias? Wann kommt er? And he says to him, go ask him. Und er sagt zu ihm, geh und frag ihn. He said, where can I find him? Und er fragt zurück, wo kann ich ihn finden? He says, the Messiah sitting at the gates of Rome. Und Elia sagt, der Messias sitzt bei den Toren Roms. Among the lepers. Unter den Aussätzigen.
the Rabbi Yoshua ben Levi, he goes to the gates of Rome and he sees the Messiah, the leper. Und der Rabbiner geht zu den Toren Roms und er sieht den Messias, den Aussätzigen. He says to him, when are you coming? Und er sagt zu ihm, wann kommst du? The Mashiach answered him in one day. Und der Messias antwortet ihm in einem Tag. He says one word. Und er sagt ein Wort. This is the word I want to give today. Und das ist das Wort, das ich euch heute mitgeben möchte. Hayom. Hayom. Today. Today. Heute. He says to him, I'm coming today. Er sagt zu ihm, ich komme heute. Yoshua ben Levi get excited and he's waiting for him. Und er wird wirklich aufgeregt. Er findet das aufregend und er wartet auf ihn. Mashiach says he's coming today. Weil Mashiach kommt heute. A day pass, Mashiach not come. Ein Tag geht vorbei, der Messias kommt nicht. Another day pass, Mashiach not coming. Ein weiterer Tag vergeht, Messias kommt Another day pass, he's not coming. und ein weiterer Tag und er kommt nicht. He go back to the Messiah. Und er geht dann wieder zurück zum Messias And he says to him, you Und lied er- to me, you're a liar. und er sagt zu ihm, du hast mich angelogen, du bist ein Lügner. You promised you're going to come. Why didn't you come? Du hast mir versprochen, dass du kommst. Warum bist du nicht gekommen? The Messiah, who speak only Torah, quote from Psalms. Und der Messias, der nur Torah spricht, spricht ein Wort aus dem Psalmen, I zitiert ein want Wort you aus dem Psalmen. to hear the word of the Psalms. Und ich möchte, dass ihr das Wort von dem Psalmen hört. He says to him, I coming today. Er sagt zu ihm, ich komme heute. Listen, I'm going to put it in German. Ich I werde want- das auf Deutsch einblenden jetzt. I want you to all to hear this response. Ich Here we möchte, go. dass ihr alle diese Antwort hört vom Messias. Here you go. It's on your screen. Da steht, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, I'm coming today if you listen to my voice. ich komme heute, wenn ihr auf meine Stimme hört. That the point is he's ready. Der Punkt beim Ganzen ist, bei dieser Geschichte ist, He's ready to be king of Zion, but we need to do and to build his kingdom in a way he instructed us. to er do. ist bereit, König über Zion zu werden und zu sein, aber wir müssen das tun, wozu er uns instruiert hat. And it have to be according to the way Israel tell us to do it. Und es muss gemäß der Art und Weise sein, die Israel uns sagt, dass wir tun sollen, With Mashiach together. mit dem Messias zusammen. Next lesson, we are going to talk about what did the Mashiach meant when he say today and what does it mean to listen to his voice. Und in der nächsten Lektion werden wir darüber sprechen, was Mashiach gemeint hat, wenn er sagte heute und was er damit meinte, wenn ihr meine Stimme hört. We invite all of you to join us in the yeshiva in German. Und wir laden euch alle ein, bei uns mitzumachen in der Yeshiva, in der deutschen Yeshiva, Share the teachings, dass ihr auch die Lehre weitergebt and most importantly, understand the word today. He is ready today. und Are am we ready? wichtigsten das Wort verstehen, er ist heute bereit. Sind wir bereit? That's it. Until next time, So, let's get ready together. das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Litraot, shalom, Auf Wiedersehen, Shalom. and we'll see you. Und wir werden euch wiedersehen.